dень, пане докторе. Tag, Doktor. Tag. Sagen Sie, bin ich verrückt? Ich habe gedacht, die kommen erst morgen. Ja, stimmt ja auch. Das ist ja die Bescherung. Wir haben doch den Transport auch erst für morgen erwartet. Ja. Ich habe doch nicht vorbereitet, oder doch so gut wie nicht. Hoffentlich sind Sie schon geimpft. Ivo, nicht die Spur. Was, nicht geimpft? In Hamburg sind die einfach durchgeschleust worden. Jeden paar Bücklinge in die Hand gedrückt und ab, Marsch weg damit. Hey, nicht doch. Frage 6 habe ich gesagt. Taub sind die auch noch. Frage 6 habe ich gesagt. Что ты, Бараквин, сказал? Moment, Doktor, ich komme gleich mit. Hey, Novak, ich spreche gleich mit Ihnen Ihreswegen. Ja, warten Sie. Lymphe müssen wir nachbestellen und... Oh ja, Kanülen brauche ich auch noch. Alles schon erledigt, Doktor. Ja, Doktor, was ist denn nun los? Was denn? Jetzt rücken Ihnen die Leute schon auf die Bude. Sie wissen doch, wann Sprechstunde Regen ist. Sie nicht auf, die habe ich herbestellt. Aber nicht Sie, Mutterlup. Marsch nach Hause. Auch Herr Doktor. Marsch nach Hause. Sie wissen, es sollen erst nächste Woche kommen. Schmerzen werden auch nächste Woche noch da sein. Wie geht's immer auch? Дякую. Kommt, schauen wir nach. Das sehen, Blasek. No, Dobci. Sehr schön. Auch einen Prüfke? Nee, danke, Doktor. Aber meine übliche Zigarre nehme ich mir, ne? Mhm. Ich glaube, Doktor, Sie haben zu viel am Hals. Nee, nicht deswegen. Möchte ich mir auch ausgebeten haben. Ich an Ihrer Stelle würde mir das auch langsam angewöhnen. Glaube ich auch. Schauen wir uns das Auge mal an. Ja, da sehen Sie es ja gleich. Wie soll das ein einzelner Mensch schaffen? Hm? Hier Lagerarzt, dann das Kreiskrankenhaus, außerdem noch was in der Umgebung so an Schnuppen und Husten dazukommt. Nee, das ist zu viel. Ist ja wunderschön. Wunderschön ist das auch. Doktor, was würden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen fürs Lager einen Sanitätsgehilfen zulegen würde? Ich hätte vielleicht einen zur Hand. So. Schön warm halten. Morgen zur Sprechstunde, Blasek, ja? Adieu. Дякую, пане докторе. Na, Doktor, wie wär's? Schauen Sie, Brevke, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie mich in Ruhe lassen? Ich bin froh, wenn ich allein bin. Nun, wenn ich jemanden brauche, um mir auf die Nerven zu fallen, dazu sind ja schließlich Sie da, ne? Na, wie Sie wollen. Sie können mir es ja sagen, wenn Sie sich's anders überlegen. Ne? Ja. Der Mann ist nämlich heute mit dem Schub angekommen und bleibt ja erstmal noch hier. Ist ein gelernter Chemiker aus Katowice. Mm. Novak heißt er. Hat auch schon hier und da Sanitätsaushilfen gemacht. Aber nein. Doktor, es ist Ihnen doch übrigens recht, dass wir drüben in der Kantine impfen. Ja. Hier ist doch zu eng. Ne? Ja. Bei der Gelegenheit können Sie sich ja den Mann gleich mal ansehen. Ne? Macht einen sehr geschickten Eindruck. Gut. Bin in einer Stunde da. Ich habe noch ein paar Besuche. Na bitte, Novak, mit so einem weißen Kittel sehen Sie wie ein halber Doktor aus. Passen Sie auf, wenn der Chef gute Laune hat, lässt er Sie gleich mitpieken. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir mit der Impferei bald fertig werden. Ja, die Kantine muss frei werden, die Leute haben noch nicht im Magen. Ach, natürlich. Sag mal, könnt ihr nicht mal für eine halbe Stunde mit dem Rauchen aufhören? Ihr wisst doch, dass hier das Rauchen verboten ist. Also es ist nicht so blasen. Nicht eine halbe Stunde können die Brüder ohne Zigarette sein. Das gilt auch für Sie. Das ist Dr. Neumeister. Ja, nächste bitte. Macht ein bisschen schneller, ja? So schneller kommen wir weg. Doktor, hier haben Sie den Novak. Sie wollten sich doch das noch mal überlegen, ne? Ja. Soll halt mitmachen. Ja, also, fein. Na, Sie wissen ja Bescheid, Novak, nicht? Und dann kommen Sie nachher noch mal zu mir rüber ins Büro. Fragen Sie die Frau, in welchem Monat sie ist. Скільки місяців? 7 місяців. 7 Monate. Kann sie nicht mehr geimpft werden. Ви не можете. Glück gehabt. Nächste bitte. Behalten Sie mal die Nerven, Doktor. Der Novak, das bin ich. Ja, es ließ sich nur leider nicht vermeiden. Darf ich für Sie weitermachen?
Bitte bedienen Sie doch. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich hatte angeklopft, aber Sie haben es anscheinend überhört. Im Grunde haben Sie natürlich recht. Die Dinge, die hier zwischen uns zur Sprache kommen könnten, die sind weder Ihnen noch mir sonderlich angenehm. Warum sie also überhaupt zur Sprache bringen? Hm? Ich möchte Sie nur bitten, Ihr Schweigen als eine dauerhafte und zuverlässige Abmachung zu betrachten. Ja, als eine dauerhafte und gegenseitige Abmachung. Was war denn das? Sie Angst? Das Ziegenmilch. Nettes Mädchen, ein bisschen verrückt. Bringt sie mir jeden Abend. Komisch. Sie haben Angst. Oh Gott, wissen Sie, eher so eine Art vorsichtige Angewohnheit von mir. Na, immerhin kann schon sein, dass die letzten Jahre nicht ganz spurlos an mir vorbeigerutscht sind. Trink auch lieber das. Also die Zigarette für mich. Oh ja. Früher konnte ich Ihnen hin und wieder damit aushelfen. Tja, es war einmal. Hol ihn eine. Übrigens, erinnern Sie sich noch an Winkler? Also den hat's erwischt. Das heißt, er hat sich selbst erwischt, hat sich die Kugel vom Kopf geknallt, als Sie hinter ihm her waren. Aber nein, der Winkler, hm? Und er hat auch den Namen gewechselt. Nun, Sie leben ganz zivilisiert hier. Naja. Ja, gemessen an den Umständen. Meine Umstände sind weniger zivilisiert. Aber Umsiedlungstransporte haben was Praktisches. Verstehen Sie? Wer von uns hat schon Papiere? Ja, ja. Der arme Winkler ist tot, hm? Komisch. Jetzt sind nur mehr wir beide da. Sie und ich. Passen Sie auf, Doktor. Sie haben es damals nicht wahrhaben wollen, dass wir beide im selben Boot sitzen. Heute werden Sie kaum noch dran zweifeln. Ich meine, ich glaube nicht, dass einer von uns beiden aussteigen könnte. Wir haben doch beide den Namen gewechselt, Herr Dr. Neumeister. Und Sie haben Angst. Wissen Sie, dass Sie mir beinahe sympathisch sind, seit Sie dieses Gefühl kennen? Also Sie sollten das wirklich lassen. Warum sollen Sie mehr aus dieser zufälligen Begegnung machen, als drin Aber das ist? ist zufällig, hm? Zufällig. Ja, ja, was ist denn los? Zufällig. Ja, nichts. Nur, die Flasche ist leer. Zufällig leer. Wie wär's, wenn wir in die Kantine gehen und dort unsere Unterhaltung fortsetzen? Also Moment mal, Moment. Sie waren immer ein seltsamer Heiliger und nun machen Sie mal Was jetzt... ist seltsam oder heilig dran, dass ich in die Kantine gehen will? Oder sitzen Sie lieber vor einer leeren Flasche? Na ja, schön also. Da sage ich nicht nein. Ja, müssen ja unsere Begegnung ein bisschen feiern, hm? Besonders, weil sie so zufällig ist. Ja? Ist sie doch, hm? Ah, ja. Naja, ganz so pompös wie in unserem Institut ist es ja hier gerade nicht. Ja, aber auf jeden Fall sind Sie hier wieder der Chef. Genau wie damals. Moment, ich muss ja nämlich immer guten Abend sagen. Guter Bekannter von mir. Netter Kerl, sehr zuverlässig. Guten Abend. Guten Abend, Doktor. Blaschek. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dir das auch warm halten? Das ist eine Schweinerei. Das ist zum Warmhalten? Sie haben doch auch noch nicht vergessen, ne? Jo, Bitte, eigentlich nehmen nicht. Sie Platz. Danke. Ehe ich mich schlagen lasse. Wir verrechnen. Auch ein Bier? Ja, ein Bier für den Herrn. Und vor allem eine Flasche von meinem Cognac. Deshalb sind wir doch hergekommen, hm? Ja. Ihre Zigaretten haben Sie vergessen. Meine? Oh, danke, danke. Streichhölzer habe ich vergessen. Na? Hier brauchen Sie wirklich keine Angst zu haben. Hier sind Sie sicher. Absolut sicher. Machen Sie es ruhig bequem. Türen sind zu, Fenster sind zu. Alles hat aufgehört. Alles bleibt draußen. Auch die Furcht. Wir sind am Ende. Wir sind da. Nicht, Liske? Ja, da kommt keiner mehr. Sie sind die Letzten. Ja, wir sind die Letzten. Jedenfalls sind wir da. Wirklich, Sie sind mir viel sympathischer, seit ich weiß, dass Sie dieses Gefühl kennen. Seit ich weiß, dass Sie Angst haben. Ach so, ja. Sehr richtig. Aber eigentlich... Ich verstehe nicht. Angst. Wovor?
Eigentlich, Sie kennen ja nur das Gefühl des Unbehagens, das die Angst hervorruft. Sie wissen ja gar nicht, was für ein allmächtiges Gefühl Angst ist. Ich sag Ihnen, Angst tötet jedes andere Gefühl. Jedes. Ja. Tötet. Man tötet auch aus der Angst des anderen. Was bleibt da noch übrig? Auf den Zufall unserer Begegnung. Alles Gute. Lieske, wollen Sie nicht auch mit anstoßen, zufällig? Hm? So. Das schläft schon. Naja. Prost, Hirsch. Ich meine Novak. Wie war das? Dauerhafte und gegenseitige Abmachung. Sie scheinen ja wirklich Hunger zu haben. Schmeckt eben. Schau. Hunger hat er, Angst hat er. Beinahe menschlich. Also hören Sie auf, Doktor. Reden Sie nicht so viel. Sie drehen sich auf wie ein Karussell um Ihre eigene Achse. Henkers Mahlzeit. Und dann sind Sie verrückt, Doktor, oder betrunken? Ich wäre völlig zweckmäßig, wenn Sie sich klarer ausdrücken würden. Klarer, hm? Erinnern Sie sich noch an den? Ist das immer noch meine? Ja. Ach, schleppen Sie den immer noch mit sich rum? Aha. Das ist gut. Das ist gut. Schleppen Sie die Kanone immer noch mit sich rum. Komm, Prost, Doktor. Was ist los? ist erwacht. Sehen Sie, Hirsch, nichts, was noch lebt, schläft so tief, dass es nicht erwachen könnte. Wenn's noch lebt. Komisch, hä? Komisch. Doktor, wenn's recht ist, mache ich jetzt Schluss. Sie wissen, ich muss morgen wieder so früh auf den Beinen sein. Nacht, Doktor. Gute Nacht. Wenn Sie so gut sind, machen wir erst Licht aus, ja? Mach ich aus. Den Schlüssel lasse ich stecken. Den hole ich mir morgen früh bei Ihnen wieder ab. Aber nicht vergessen, bitte. Vergessen. Ich vergesse überhaupt nichts. Was soll denn das Ganze? Was will ich denn schon groß von Ihnen? Ich bin auf der Flucht, ich habe keine Papiere. Habe ich schließlich auch mal geholfen. Hat mir geholfen, sagte er. Sie werfen mir also vor, dass ich in Ihrer Schuld stehe, hm? Naja, muss ich Sie halt begleichen. Schulden müssen ja beglichen werden. Muss ja ungeheuer sein, meine Schuld. Ungeheuer. Ja, auf jeden Fall. Sie haben mir damals geholfen und ich muss Ihnen heute helfen, ist ja einfach. Sie sind auf der Flucht, sagen Sie. Ja? Muss ich sehen, dass Sie endlich Ruhe finden auf Ihrer Flucht. Muss ich schließlich anfangen, meine Schuld bei Ihnen abzutragen, nicht? Ich kann ja gar nicht schießen. Damit stehe ich auch noch in Ihrer Schuld. Muss ja ungeheuer sein, wissen Sie. Das bedrückt mich geradezu. Stellen Sie sich nur vor, seit dem 8. Dezember 1943 mit Zins und Zinseszinsen. Ist ja ungeheuer. Warten Sie. Das Komische ist nur, mir ging es doch damals gar nicht so schlecht, als Sie mir Ihre Hilfe aufdrängten. Ja, schön, die Hochbahn war halt meistens überfüllt. Die Hauptsache war, ich hatte meine Arbeit. Und mehr wollte ich ja gar nicht. Na, Sie lebten auch sonst ganz gut, Doktor. Wenn ich allein an Ihre äußere Erscheinung denke. Ziemlich auffallend für damalige Verhältnisse. Besaß eben noch allerlei. Aber sonst? Na schön, Sie besorgten mir meine Zigaretten. Die waren ja unentbehrlich. Und die gute Dolin, Sie erinnern sich doch noch an meine Sekretärin. Ja, klar. Die hatte immer schon einen Kaffee für mich parat. Aber eines Morgens, da kam ich nicht dazu, ihn zu trinken. Da hatte nämlich ein Herr auf mich gewartet, ein gewisser Herr Winkler.
den ich nicht kannte, aber er legte Wert darauf, mich allein zu sprechen. In einer privaten Sache, sehr persönlich, hat er hinzugefügt. Na, dann nahm ich ihn halt mit auf meinem Rundgang durchs Institut. Zuerst ins Labor. Morgen, Herr Doktor. Morgen, Hösch. Sagen Sie, was ich Sie fragen wollte, sind die Kulturen schon über ihn? Ja, Stamm 99 macht ausgezeichnete Resultate. Nein. Antibiotische Wirkung liegt 10% über dem bisherigen Durchschnitt. Dann können wir ihn ja gleich für die Mutationsversuche verwenden. Ja. Wie lange soll ich bestrahlen? Oh, fangen Sie an mit 5 Minuten. Morgen, Herr Doktor. Ja, wie Hösch. Bei der Parallelreihe können Sie Kaninchenblut versuchen. Welches oder Kochblut? Nehmen Sie ruhig Kochblut. Morgen, Schake. Guten Morgen, Herr Doktor. Hier hören uns nur die Kaninchen zu. Maxe wartet schon auf Sie. Aber, Herr Doktor. Ja, ja. Was ist denn? Ach so. Weiß schon, Rauchen verboten. Sie verzeihen, Herr Oberst, ja? Das dauert nur einen Moment. Aber bitte sehr, Doktor, ist ja hochinteressant. Das ist auch unser kleiner Maxi. Das ist ein hochinteressanter Herr. Der darf uns ja nicht wegsterben, gell, Maxi? Wenigstens nicht vor Beendigung der Versuche. Nee, Doktor, ich kann kein Blut sehen. Aber das ist viel harmloser, als es aussieht. Das ist nur eine ganz kleine, winzige Blutentnahme aus der Herzkammer. Das ist Maxi schon gewöhnt, hä? Nee, Doktor, ich kann wirklich kein Blut sehen. Eher schon beim Menschen, aber nicht bei so harmlosen Tierchen. So, Maxi. Alles in Ordnung. Alles ist vorüber. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Na, Herr Winkel, wie haben Sie Ihre erste Operation überstanden? Oh, danke. Auch nicht schlimmer wie Menschenblut, hä? Nein. Schake, tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie das Blut herauf ins Seriologische, ja? Tisch können Sie später abwischen. Mein Gott, so viel Blut. Ist das alles von den armen kleinen Kaninchen? Nein, das sind nicht nur Kaninchen, das sind auch ein paar Meerschweinchen drunter. Sie haben Schakes Arbeitstisch. Ja. Jetzt können wir endlich in Ruhe reden. Oh, Herr Hösch, bitte lassen Sie mich ein paar Minuten allein, ja? Ich komme dann gleich rauf. Was ist? Irgendwas Dringendes? Gestatten Sie, Herr Oberst? Na ja, schön, wenn Sie schon mal da sind. Ich hätte Sie später ohnehin gebeten, den Hirsch hinzuzuziehen. Oh, die Herren kennen sich. Und ob? Na, sehen Sie, lieber Doktor. Dann wären wir also gleich am Kern der ganzen Sache. Na, Sie können sich doch sicher denken, dass Ihr Institut dem Schutz der Abwehr untersteht. Welche Abwehr? Ach du lieber Gott, Herr Doktor. Es sollte Ihnen doch wohl nicht entgangen sein, dass wir nicht in ganz normalen Zeiten leben. Na, welche Abwehr? Spionageabwehr natürlich. Ja, natürlich. Also sagen Sie, unter wessen Schutz stehe ich jetzt eigentlich? Unter Ihrem? Ganz recht. Und ich bin Oberst Winkler für die Vorgänge im Institut hier verantwortlich. Korrekt, Herr Oberst? Na, völlig korrekt. Ja, so. Also, lieber Doktor, um es kurz und schmerzlos zu machen, wissen Sie, was los ist? Nein, das können Sie ja nicht wissen. Halten Sie sich mal fest. Sie sind angeschmiert. So bin ich Naja, Sie angeschmiert. basteln hier in Ihrem neuen Stamm herum und wissen Sie was? Ihre ganzen Resultate sind in London längst bekannt. Klingt unglaublich, was? Ja. Ja, ich weiß. Aber hier sind die Tabellen und die Versuchsanweisungen. Ja, sicher. Sehen Sie mal zu, Doktor. Wir wollen kein Geblams von der ganzen Sache machen. Das wollen wir wirklich nicht. Aber offen gestanden, wir haben kalte Füße. Verdammt kalte Füße sogar. Die haben mir nämlich alle ziemlich versagt. Aber was Sie da angestellt haben, das geht ja nur wirklich nicht. Also Sie können doch unmöglich Ihr ganzes kriegswichtiges Material mit nach Hause schleppen und dann einer Ihnen bekannten jungen Dame die Maschine diktieren. Aber möglich doch mit Durchschlägen. Sind Sie, von wem reden Sie? Na, von Fräulein Hermann. Sie wissen doch, dass der Vater der Hermann in Stockholm lebt. Ja, weiß ich. Naja, und über Stockholm ist der ganze Kram nach London geschleust worden. Na also. Was für Beweise haben Sie dafür? Naja, die Hermann hat es selbst ausgeplaudert und an genau der falschen Stelle ausgeplaudert. Ohne natürlich eine Ahnung zu haben, dass das die falsche Stelle war. Dr. Rothe ist mit Fräulein Hermann verlobt. Oh, pardon. Ja. Ja, also lieber Doktor, glauben Sie nur nicht, dass mir diese, sagen wir, sehr direkten Methoden mächtig ans Herz gewachsen sind. Aber was soll man machen? Im Übrigen Schwamm drüber. Jedenfalls, Sie sind gewarnt. Das war ja der Zweck meines Besuches. Kommen Sie, Herr, ich begleite Sie zum Wagen. Wiedersehen, Doktor, wiedersehen. Wiedersehen. Na, hören Sie mal, Hirsch. Das mit der Hermann ist doch die muntere Dame mit den ulkigen Briefchen, die Sie mir mal gezeigt haben. Wie ist das möglich? Ein Mann wie Dr. Roth und so ein Flittchen?
Dr. Rothe, ich wollte Ihnen noch sagen, dass Sie den Tatbestand erfahren mussten. Das war ja unvermeidlich. Aber die Art und Weise, in der... Herr Doktor, Ja. Sie haben mir versprochen, dass ich heute um 7 gehen kann. Ja. Ihr Mantel. Dr. Rothe, Ja. Und was wollten Sie mir vorhin sagen? ich bin Ihnen noch eine Erklärung schuldig. Und zwar wegen Fräulein Herrmann. Sie wissen ja jetzt, dass es einfach zu meiner Funktion gehört, hier über alle Vorkommnisse im Institut orientiert zu sein. Und diese immerhin etwas merkwürdige London-Stockholmer Geschichte, die hat mich also geradezu zwangsläufig über Sie zu Fräulein Herrmann geführt. Zwangsläufig, hm? Ja. Glauben Sie mir, das war wirklich nicht ursprünglich meine Absicht. Wirklich nicht, aber Fräulein Herrmann ist mir in einer Weise entgegengekommen. Es ist wirklich besser, Sie machen sich da gar keine Illusionen mehr. Das Mädel ist das wirklich nicht wert, Doktor. Wissen Sie, weil dieser Spionagefall ist an sich ja ziemlich läppisch und wir haben die ganze Sache längst abgebremst. Von uns aus hat sie längst ihr Freibillett. Sie werden natürlich sich mit ihr auseinandersetzen müssen. Bitte, ich bin gern bereit, ihr das alles ins Gesicht zu sagen. Das ist mir sogar lieber. Ich werde Sie heute Abend anrufen, falls Sie mich brauchen. Und nun lassen Sie sich wegen der Inge keine grauen Haare wachsen, Doktor. Da gibt's nur eins, Schluss machen. Einfach Schluss machen. Wie ist das nur möglich? Ein Mann wie der Dr. Rothe und so ein Flittchen. Machen Sie sich doch über die keine Illusionen mehr. Da gibt's nur eins. Schluss machen. Einfach Schluss machen. Ist aber spät heute. Mir fehlt schon der Magen raus vor Hunger. Ich habe aber trotzdem auf dich gewartet. Guten Abend, Karl. Entschuldige, dass ich schon angefangen habe. Ich muss noch nach Poppenbüttel raus. Ja, Mutter will sehen, ob sie draußen ein paar Kartoffeln bekommt. Denn los mit dem. Glaubst du, das ist meinetwegen, weil ich hier schon... Nein. Das sollen ja meinen Bus. Ich
Ich gehe jetzt, Ingelein. Spätestens 10, halb 11 bin ich wieder zurück. Nacht, Ingelein. Ach, da bist du ja. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Ingelein, gib der Katze ihre Milch. Die steht auf dem Ofen, aber lass sie erst auskühlen, wenn sie zu heiß ist. Hast du gehört? Hast du gehört, Ingelein? Ja, ich habe gehört. Aber Ingelein, ich habe doch nur gesagt, du sollst der Katze ihre Milch geben. Was ist denn los? Nichts, gar nichts, entschuldige. Aber Ingelein, brauchst dich doch gar nicht zu entschuldigen. Ich habe dir doch nichts übel genommen. Natürlich hast du mir nichts übel genommen. Brauchst du mir doch nicht zu sagen. Du hast ja in deinem ganzen Leben nie was übel genommen. Hör auf, ich kann's nicht mehr hören, dein ewiges Psst. Nun lass. Ah, ich weiß, die Nachbarn. Das ist das Einzige, was dich interessiert, die Nachbarn. Doch schon sein. Ich kann ja hier zugrunde gehen. Die Katze muss ja auch... Natürlich, solange nur die Katze ihre Milch hat und der Dr. Rote sein Abendessen. Aber ich, dabei bleib ich. Das ist euch shit egal. Sag doch was. Was sollte ich denn da sagen? War doch nichts zu sagen. Dann merkte ich, dass sie redete. Was sie redete, war eine Beichte. Ja, die Frauen halt beichten, zugeben, alles zugeben, noch mehr zugeben. Nur das eine, was wichtig ist, das wird verschwiegen. Jedenfalls war es ein Geständnis. Das mit Ihnen gestand sie mir, Hösch. Was sie wollte, war eine Versöhnung. Wäre auch gelungen, glaube ich. Aber dann geschah etwas. Das Telefon klingelte nämlich. Auf einmal, da war es, als stünden sie leibhaftig im Zimmer. Geh nicht ran. Oder wir sind einfach nicht zu Hause. Ja? Hösch.
Naja. Aber ich kann ja nichts dafür. Außerdem wollte er ja auch nicht mich sprechen, sondern dich wollte er sprechen. Lass ihn doch. Nee. Jedenfalls, es war nie wieder ungeschehen zu machen. Nie mehr. Wieso und wie es geschehen war, weiß ich heute noch nicht. Jedenfalls damals wusste ich absolut nichts. Glauben Sie mir. Na klar, klar. Waren momentan nicht ganz gegenwärtig. Einfach nicht dabei gewesen, hä? Was ist los? Zweifeln Sie dran? Nein, wird schon so gewesen sein. War auch so. Dann fühlte ich etwas zwischen den Händen, glaube ich. Ja, und ich spielte damit, ohne zu wissen, was es war. Ja, und wie ich wieder so zu mir kam, es wohl eine ziemliche Zeit vergangen sein, da hörte ich Stimmen, draußen auf dem Korridor. Ja, er hat mich. Kinder, ich muss noch schnell zu Hollermanns rauf. Stellt euch vor, ein Poppenböffel, nicht eine Kartoffel. Nicht eine. Ja, die Tüte. Ich will Hollermanns nicht gleich mit dem Rucksack erschrecken. Ja, Karl, gehen Sie nur rein. Herr Hirsch möchte Sie sprechen. Doktor, was ist denn los? Ich habe immer wieder versucht, Sie zu erreichen. Ich verstehe gar nicht, was ist denn los? Na, raten wir, du Chirurg. Sie auf dem Sofa, vor Ihnen auf dem Fußboden der Leichnam. Schöne Situation für mich, stellen Sie sich mal vor. Andere hätte Sie in der ersten Aufregung bestimmt hochgehen lassen, aber nicht ich. Ich nicht. Aber doch sofort geschaltet. Ne?
Wussten Sie ja, was wir an Ihnen hatten, Doktor. Wer ist wir? Na, wir, der Staat. Ach so. Eins war jedenfalls klar, etwas musste geschehen. Na, und ob was geschah, Sie erinnern sich doch. 2 kleine Telefonate, rettende Aktion war gestartet, knappe halbe Stunde später war Oberst Winkler auch schon da. Also erledigen Sie die Geschichte möglichst sang- und klanglos. Wir hätten uns die Hermann ja wahrscheinlich früher oder später sowieso kappen müssen. Aber so kommt sie wenigstens zu einer bürgerlichen Beerdigung. Ne? Herr Oberst, die Polizei. Übrigens, Hirsch, glauben Sie nur nicht, dass Ihre Methoden meine herzliche Zuneigung haben. Gute Nacht, Herr Oberst. Also, meine Herren, wir bearbeiten den Fall. Jawohl. Wir heißt das Dezernat 4. Gewisser Oberst, aber... Ja, natürlich will ich Sie nicht daran hindern, Ihre Reviermeldung zu machen. Die Personalien beschaffen Sie. Ganz klarer Fall von Selbstmord. Wissen Sie, ich verstehe das nicht. Warum ein Mensch um jeden Preis geköpft werden will oder aufgehängt oder was es sonst noch an Delikatessen auf diesem Gebiete gibt. Ihr ganzer Gerechtigkeitsfanatismus, was ist das in Wirklichkeit schon? Nichts wie Sentiments. Noch dazu Sentiments für eine Frau, die völlig indiskutabel ist. Verlobt mit einem Mann wie Sie und geht mit dem nächstbesten schlafen. Nee, nee, mein lieber Dr. Rothe. Unser guter Hirsch hat Ihnen da schon einen richtigen Gefallen getan. Begreifen Sie doch endlich mal, dass Ihre antiquierten ethischen Bedürfnisse nicht mehr in diese Zeit passen. Stimmt das, Hirsch? Meine Rede, Herr Oberst. Mein Gott, zu was verpflichten wir Sie denn schon groß? Zu nichts weiter, als dass Sie ungestört Ihren Forschungen leben können. Also, mein Bester, arbeiten Sie und finden Sie sich damit ab, dass Sie eben weiterleben. Inge Hermann, geboren am 3. September 1919 in Hamburg, Magdalenenstraße 17, verstorben am 8. Dezember 1943. Gerichtsärztlicher Befund: Selbstmord durch Strangulation mit einem Lackgürtel. Nummer AZ 1384-43. Die Leiche der Inge Hermann kann den Angehörigen zur Beisetzung freigegeben werden. Aus einem Mord war also ein Selbstmord geworden und nie wieder fragte jemand danach. Auch Frau Hermann fragte nicht. Guten Abend, Karl. Guten Abend, Frau Hermann. Ich habe vergessen, Bier für Sie zu besorgen, aber vielleicht wollen Sie irgendwo in einem Restaurant essen. Ich meine, weil Sie Ihren Mantel anhaben. Ja, eigentlich wollte ich weg. Ach, da hängt ja immer noch der Knopf. Geben Sie mir doch den Mantel. Karl? Ich habe Ihre Sachen schon gepackt. Danke. Sagen Sie, Karl, wohin soll ich Ihnen die Post schicken? Ich werde ihm Bescheid geben. Die Abrechnung habe ich auf den Schreibtisch gelegt. Ihr Licht- und Heizungsanteil ist bis heute gerechnet. Der Rest liegt dabei. Frau Hermann, Nein, nein. Sie brauchen nichts zu sagen. Ich weiß, Sie können nicht hier bleiben in all den Erinnerungen. Ich verstehe das. Ich will Sie auch nicht überreden zu bleiben, aber ich bin eine alte Frau. Inge ist jetzt weg und Sie gehen jetzt weg. Ich kann es gar nicht mit ansehen, wie Sie jetzt auch noch weggehen. sollte wohl die Rolle der Toten übernehmen in ihrem Leben. Ja, und irgendwie, ich weiß noch heute nicht wieso, gelang es ihr auch. Sie zog nicht aus,
lebte weiter bei ihr, lebte überhaupt weiter. Obwohl es das genaue Gegenteil war von dem, was ich wollte. Man lebt überhaupt weiter, wenn man kann. Mensch, verstehen Sie denn nicht? Ich konnte doch gar nicht weiterleben, durfte doch gar nicht. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was Sie damals getan haben? Mich leben zu lassen? Ach Mensch, es war im Krieg. Jeden Tag starben Tausende. Wollten wir mal eben einen leben lassen. Ja, ausgerechnet mich. Wir hatten mal wieder Glück, dass Sie der eine waren. Ja, ja. Ein übliches Glück. Ja, klar. Naja, jedenfalls ging es weiter. Auch im Institut, Sie erinnern sich doch. Komisch. Waren sogar ganz gut aufgelegt manches Mal. Hey, Hirsch. Kommen Sie mal her. Schauen Sie sich das einmal an. Sind doch sicher imstand, in diesem Gewimmel von Bazillen da, sich 3 Einzelne zu merken, ne? Gut, dann geben Sie ihnen einen Namen. Also, den ersten nennen Sie Oberst Winkler, den zweiten nennen Sie Hösch und den dritten Rote. Das ist doch leicht. Wenn Sie aber einen einzigen von diesen, den Winkler, den Hösch oder den Rote, in das Blut eines gesunden Menschen injizieren, der bleibt nicht gesund. Der krepiert. Für nix. Übrigens, wie ich mir da ein Okular geholt habe aus Ihrer Schublade, sagen Sie, gehört der Ihnen? Ja. Hübsch. Hat auch den Vorteil, dass man bei einer Injektion nicht an einen Patienten rangehen muss. Ne? Lassen Sie den rumliegen, um mir eine Möglichkeit unserer persönlichen Beziehungen anzudeuten. Nein, nein, der liegt immer in meiner Schublade. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Dinger, sehen Sie, die beulen nämlich die Taschen aus. Meine Verbindungen reichen zwar, um unsere Zigaretten zu organisieren, aber einen neuen Anzug kriege ich auch nicht ohne Bezugsschein. Tüchtig. Fällt mir sehr. Herr Doktor, Ja? Sie haben doch heute den Wagen. Nehmen Sie mich ein Stück mit? Habe ich Ihnen ja versprochen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Doktor. Kommen Sie. Namen. Nein. Verzeihen Sie, ich weiß hier noch nicht Bescheid. Ist es vielleicht Ihr Platz? Hier ist ganz genau mein Platz. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Übrigens, mein Name ist Rote. Karl. Ursula. Ich bin Ursula. Ursula, das ist ein netter Name. Ursula was? Weber, Ursula Weber. Ich wohne nämlich hier seit heute Mittag. Sie wohnen hier? Ja, aber ich kann nichts dafür. Ich bin eingewiesen worden vom Wohnungsamt. Sitze ich jetzt eigentlich richtig? Nein, Sie sitzen genau auf dem Platz von Frau Herrmann. Bitte bleiben Sie. Kommt sowieso nicht nach Hause zu müssen. Übrigens, vielleicht regt Sie der Platz an, mir ein bisschen Tee einzuschenken. Gerne. Das tut sie nämlich immer. Das ist Ihre Tasse. Dankeschön. Ihren Brief? Sie möchten doch nicht, dass ich ihn lese. Nein, lieber nicht. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier einfach so reinkomme. Aber gucken Sie sich das mal an. Das ist ja furchtbar. Der Füllfederhalter. Hörst du mich? Der muss laufen, ich weiß auch nicht. Dabei ist es so wichtig. Ich muss unbedingt heute noch ein paar Briefe fertig kriegen. Das ist wichtig. Ah, ist schrecklich. Ich kann Briefe schreiben nicht leiden. Ich schieb das immer auf. Hoffentlich störe ich Sie nicht. Nein, gar nicht, gar nicht. Ist nett hier. So viele Bücher. Sie lesen sicher gern. Wissen Sie, eigentlich ist ja Briefe schreiben gar keine richtige Arbeit. Aber Sie haben sicher was Wichtiges zu tun. Ja, ungeheuer wichtig. Störe ich Sie doch? Ach, ich hab's ja gewusst.
Ich bin immer am falschen Platz. Meine Mutter sagt auch immer zu mir, Ursel, sagt sie immer, du hast 2 linke Hände und 2 linke Beine. Na, wirklich? Ich sehe nichts. Sagen Sie, Sie sind nicht aus Hamburg, ne? Nein, ich bin aus Görlitz. Ich bin hierher versetzt worden. Ich bin nämlich Junglehrerin an der Eimsbüttler Gewerbeschule. Sie sind sehr jung. Heutzutage gibt's manche, die sind noch viel jünger. Sie sind auch kein Hamburger, nicht? Hm. Ja, Sie kennen sicher schon eine ganze Menge Leute hier. Da merkt man's denn nicht so. Was merkt man da nicht so? Gott, ich störe Sie sicher schrecklich mit meinem Nein, Gerede. nein, bitte gar nicht. Setzen Sie sich nieder. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Richtchen? No, nicht ganz richtigen, aber ungefähr. Gerne. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Das ist aber stark. Sonderzuteilung? Nein, ich habe gute Beziehungen. Sie kriegen auch nur eine Tasse. Sonst haben Sie dann gleich 2 Paar linke Beine und Hände mehr. Bestimmt, todsicher. Wohnen Sie eigentlich schon lange hier? Ungefähr 2 Jahre. Wissen Sie, ich habe ja Frau Hermann heute erst zum 2. Mal gesehen, aber das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Sowas merke ich sofort. Mit der könnte ich nie so richtig warm werden. Ja, ich weiß, Ihre Tochter. Aber schließlich, das Leben geht doch weiter. Erst war es mir ja auch gar nicht angenehm, hier einzuziehen. Aber dann habe ich mir gesagt, das Zimmer kann doch nicht leer stehen heutzutage. Ist doch Aberglaube eigentlich. Ja, natürlich. Warum hat sich die Tochter eigentlich das Leben genommen? Ja, ich meine mit 24. Ich bin 22, aber sowas könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, aber eigentlich, was hat man schon vom Leben, wenn man jung ist? Das ist ja Füllfederhand. Oh, Dankeschön. Kann ich mich denn nur revanchieren? Ach, ich weiß. Meine Mutter hat mir eine große Büchse Lebkuchen geschickt. Selbst gebacken. Ganz frisch. Ich hol sie mal schnell, ja? Da drüben ist eine Kneipe, die haben Schnaps. Hier ist die Piepen. Guschi, gib mir noch einen Schnaps. Du kannst dich doch auf mich verlassen. Schluss, habe ich gesagt. Geh nach Hause, bist voll. Bin doch keine Kreditanstalt. Ich habe ja einen Piepen hier. Aber so ein Stück Hundeleder hat sich meine Alte jetzt in der Handtasche gemacht. Prima, sag ich dir. Hundeleder, Kitten, nee. Wieso? Da ist ja nichts dabei. Die machen jetzt ja auch Damenschuhe aus Fischhaus.
Heute ist ja alles Ersatz. Muss natürlich einer sein mit einem glatten Fell, sonst hart es ja. Siehst du doch nicht, dass der Herr sich für Weiber nicht interessiert? Hau ab, Mensch. Wenn er nämlich betrunken ist, dann belästigt er die Leute. Naja, ich kenne ihn kaum. Nee, so weit kommt es noch, dass ich solche Kerls kenne. Ist bei mir nicht drin. Sie kennt mich nicht. Ist kein feines Lokal, ja nicht? Oh, mir gefällt's. Naja, ich verkehre ja selten. Wenn ich gehen würde, trinken wir noch einen Schnaps. Ich muss sowieso gehen. Noch einen Schnaps für die Dame, bitte. Irgendwas ist los mit dem. Das merke ich schon. Nichts Wichtiges. Ja, man kann ja auch nicht immer in Schwung sein, ne? Ja, von mir brauchen Sie keine Angst zu haben. Habe ich auch nicht. Quatsch nicht immer so dämlich, wenn ich mit dem Freier bin. Sie kennt mich nicht. Feierabend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass heute noch einer anweist. Ja, nun komm, wird Zeit, dass du deine Bahn kriegst. Naja. Naja. So, da ist schon meine Bude. Scheide ist hinter dir. Nun mach doch mal Licht. Du bist aber drollig. Willst du etwa die ganze Zeit hier im Dunkeln vor der Tür stehen bleiben? Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Mensch. Also so einer bist du. Ich hab's ja gewusst. So einer. Todmacher! 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 Hilfe! Hilfe! Polizei! Hilfe! Todmacher! Licht! Mach doch Licht! Polizei! Meine Schulze! Polizei! Was soll denn die Schreierei? Da oben ist einer. Oben vor meiner Tür. Ein Mann. Daran müssten Sie doch gewöhnt sein. Nein, das ist doch ein Todmacher. Ein Todmacher, ein Mörder. Ich sag Ihnen, so was habe ich noch nicht gesehen. Ich sag Ihnen, das ist einer. Ein Todmacher ist das. Ich habe dem bloß in die Augen gesehen. Da habe ich das gleich gemerkt, schon in der Kneipe. Wie der stiert. Ist Alarm? Nee, aber da oben im 5. Sehen Sie was? Da soll er da sein. Vielleicht auf dem Boden. Werner! Werner, komm doch mal raus! Werner! Entschuldigen Sie bitte, ist ein bisschen peinlich. Naja, arme Frau, nichts im Magen. Ein bisschen viel getrunken. Ein bisschen sehr viel getrunken, leider. Warum hast du nicht wenigstens gefragt, wer er ist? Na, wer wird denn das sein? Die hat doch alle Nase lang Krach mit ihren Kerls. Guten Abend. Guten Abend. Ach, bitte, entschuldigen Sie. Aber sagen Sie mal, haben Sie dir da oben wirklich was getan? Ach, wo? Höchstens, dass ich hier einen Schnaps bezahlt habe. Das ist schließlich kein Verbrechen mehr. Nee. Aber wissen Sie, es würde gar nicht schaden, wenn der mal jemand wirklich die Jacke verloren würde. Versteh mal nicht die Jacke voll haben, alter Saufkopf. Ja, jetzt hier das Maul aufreißen und so tun, als wär's ein Wunder was. Aber wenn du besoffen bist und warum bist du nicht besoffen? Krakelst du dann vielleicht nicht hier herum? Mensch, mein Schlüssel. Nee, das ist doch ein Todmacher. Ja, jetzt wusste ich's, was ich mir selber nicht einzugestehen wagte. Und sie hatte es mir ins Gesicht geschrien. Todmacher. Aber ich war ja gerettet. Im letzten Augenblick.
Nun wollte ich nach Haus. Ach, ich habe schon gedacht, ich erwische ihn nicht mehr. Das ist doch der Letzte, nicht? Ja, das ist der Letzte. Aber der fährt doch noch nach Walddörfer dort. Ach, ich muss ganz bis zur Endstation. Das ist immer eine Reise. Wir sind nämlich in Rotenburg ausgebaut, total. Auch gerne klein. Machen Sie mal Feuer. Du, wir müssen aussteigen. Ja. Ach so, da können Sie wieder auf Ihren Platz, ja? Geben Sie mir mal Feuer. Sie, ich kenne Sie. Ich weiß nicht woher, aber ich kenne Sie. So komisch, ne? Das Gesicht kenne ich. Sind Sie aus Uelzen? Ich kenne ich, das ist wahr. Waren Sie mal in Stärke-Rode? Nein. Kommen Sie mal bitte ein bisschen weiter zum Licht heran hier. Lassen Sie doch den Herrn zufrieden, der kennt Sie doch nicht, nicht wahr? Das ist ja klar, ne? Dass er mich nicht kennt, ne? Ich bin ja nur ein kleiner Mann, ne? Klein Mann kennt keiner, ne? Aber ich kenne Sie. Kennen Sie mich? Nein. Er kennt mich nicht, Sie kennen mich nicht. Keiner kennt mich. Na also, kennen Sie mich? Nee. Na also. Keiner kennt mich. Na also. Ich habe ja nicht gewusst, dass der Zug geheizt ist. Verzeihung. Die sind sonst nicht so üppig im 5. Kriegsjahr. Jetzt weiß ich, wo Sie her sind. Bitte schön, ne? Bitte schön, wenn Sie sich nicht unterhalten wollen, ne? Bleibt Ihnen unbenommen, ne? Unbenommen bleibt Ihnen das, ne? Junge Frau, kennen Sie mich? Wirklich so ein ordinärer Mensch. Sehen Sie doch mal hübsch, ne? Wollen Sie auch mal? Ja, ist hübsch. Ich habe eine Stunde deshalb angestanden. Es gibt ja für die Kinder gar nichts zu spielen. Ich habe nämlich auch Kinder zu Hause, 2 Jungs. Das ist auch nicht so einfach. Jetzt im Krieg ohne Mann. Mein Heinz ist nämlich schon seit 38 beim Kommiss. 6 Jahre. Lange Zeit. Das ist immer so heiß. Ja, und jedes Jahr kommt er einmal 8 Tage auf Urlaub. Ist ja auch nicht viel. Hat eben zu viel Temperament. Ja, was wollen Sie denn schon wieder? Merken Sie denn nicht, dass ich mich mit dem Herrn unterhalte? Ich könnte ja sagen, dass es ein Irrtum ist, aber... Kommen Sie, lassen Sie mich in Ruhe, ja? Ich habe auch diese Augen schon mal gesehen. Wenn Sie stänkern wollen, gehen Sie auf einen anderen Platz. Irrtum ausgeschlossen. Diese Augen kenne ich noch. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mich in Ruhe lassen. Nicht so ungut. Nicht so ungut. Schrecklich, wie aufdringlich manche Menschen sind. Der muss doch gemerkt haben, dass Sie nicht kennen. Natürlich kenne ich ihn nicht. Ja, eben nicht. Wie soll so ein Herr wie Sie so einen Mann kennen? Da haben wir jetzt Alarm. Fliegalarm! Alle Mann in den Heldenkeller! Alle Mann in den Heldenkeller! Wir müssen jetzt gehen, sonst müssen wir stehen. Bleib lieber hier. Hier noch jemand drin? Kommen Sie.
eigentlich recht. Wenn es einen erwischen soll, erwischt es einen überall. Wir fahren ja. Zum Bahnhof heraus. Wir fahren auf freie Strecke. Wissen Sie, nämlich früher, da habe ich immer furchtbare Angst gehabt. Aber das habe ich mir abgewöhnt, denn dann kommt man vor lauter Angst ja nicht mehr zum Leben. Jetzt habe ich vor nichts mehr Angst. Ach bitte, kann ich auch Feuer haben? Kann ich Feuer haben? Dann lass mal gut sein, Billy. Besser so als anders. Na, ich gehe lieber 10-mal und raus in den Keller. Meine Flucht war vergebens gewesen. Ich war nicht entkommen. Ich hatte es nicht tun wollen und ich hatte es doch getan. Und nun lief ich durch die Nacht, blind und taub und verloren. Ich hatte nur noch einen Wunsch. Schlafen musste ich, schlafen, um jeden Preis. Aber als ich nach Hause kam, da schlief dort auch schon jemand. Frau Herrmann, ihre Katze auf dem Schoß. Warum war sie denn nicht zu Bett gegangen, hä?
weil sie auf mich wartete mit ihrer grässlichen Fürsorge. Ach Gott, da bin ich doch richtig eingeschlafen. Mögen Sie nicht noch was, Karl? Denken Sie, ich habe heute Glück gehabt, einen Poppenbüttel, ein halbes Pfund Butter und 2 Landbrote. Ein halbes Pfund. Haben Sie gehört, Karl? Habe ich was gehört? Ich will ja gar nichts, ich habe ja gar nichts verlangt. Ich meine ja nur. Ich wollte Sie gewiss nicht stören. Ich dachte Ja, nur, Sie wollen ja nie stören. Ja, wenn Sie wollen, mache ich Ihnen noch was zurecht. Ich will gar Okay, ist nicht. noch warm. Ich habe ja gar nichts verlangt. Psst, Karl, Sie sind doch nicht mehr allein. Ja. Sie hat recht. Inge hat vollkommen recht. Man erstickt ja hier, zugrund gehen kann. Ja. Solange nur die Katz ihre Milch hat. Inge. Sie waren immer sehr gut zu mir. Entschuldigen Sie. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Karl. Haben Sie Fieber? Und so habe ich Frau Herrmann zum letzten Mal gesehen. Denn obwohl ich Selbstmord verwerflich finde, feig und unentschuldbar, es gab keinen Ausweg mehr. Meine Arbeit, die sollte euch nicht in die Hände fallen. Nein, die sollte mit mir verschwinden. Und deshalb ging ich ins Institut. Dann wollte ich Schluss machen. Hey, Sie! Aufwachen! Aufwachen, sag ich! Aufwachen, aufwachen! Sie Schweinskerl, Sie! Können noch lang genug schlafen. Haben Sie überhaupt jemals kapiert, wieso ich noch am Leben bin, hä? Wegen einer Zigarette. Damals wollte ich eine, nicht jetzt. Deswegen bin ich auch am Leben. Naja, jedenfalls alle meine Tabellen, alle Aufzeichnungen, alles brannte lichterloh. Erledigt. Dann wollte ich nichts mehr. Nur noch eine Zigarette. Ausgerechnet da hatte ich keine bei mir. Dann fiel mir ein, wo welche waren. In ihrer Schublade. Sehr einfach. Brach sie eben auf. Fand auch welche. Fand auch noch ganz andere Dinge. Zettel zum Beispiel, diese ulkigen Briefchen von Inge, die sie einmal so taktvoll dem Oberst Winkler gezeigt hatten. Mit einem davon steckte ich mir jetzt die Zigarette an. Ja, und natürlich nahm ich noch etwas anderes mit. Denn nun dachte ich auf einmal an Sie. Sie sollten mich auf keinen Fall überleben, Hirsch. Nein, Sie mussten mit. Das Ganze war schon ein bisschen unheimlich. Das Licht der Bestrahlungsmaschine flackerte alle paar Sekunden auf und ich überlegte, wie ich sie kriegen könnte. Ein einziges Mal im Leben wollte ich töten. Mit Absicht töten. Und dazu brauchte ich ja einen Revolver. Ja. Die Dinger ballen die Taschen wirklich aus. Ja. Richtig. Na, jedenfalls ein stand fest, Sie mussten mit. Ja, aber wo steckten Sie? Na, ich sofort geschaltet. Draußen stand zufällig der Dienstwagen, ich suchte Sie. Zu Haus, im Amt, schließlich bei Winkler. Mit dem Herrn hatte ich sowieso eine kleine Rechnung zu begleichen. Nee, da war ich ja schon hinter Ihnen her. Hatte von Ihrem Besuch gehört und weil ich zu Hause da wahnsinnig und es kam mir reichlich drollig vor. Und dann ging ich ins Institut. Ich hatte schon einen richtigen Riecher. Und da stieß ich nur auf Ihre Spuren. Die ganze Schweinerei im Waschbecken, meine aufgebrochene Schublade, Zettel weg, Pistole weg. Na, da ging mir ein Seifensieder auf. Nach Winkler hatten Sie im Amt auch gefragt, da nahm ich also an, Sie waren dort. Stimmt. Dorthin fuhr ich dann auch.
War mir aber in dem Moment noch ziemlich egal. Ich hätte Sie ganz gerne kaltgestellt. War mir ein unangenehmer Gedanke, dass Sie da mit meinem Revolver in der Gegend rumzogen. Aber ich hatte einfach keine Zeit für Sie. Dienst ging vor. An dem Abend, da hatten wir nämlich Alarmstufe 9. Ganz große Kiste. In Berlin, da hatten sie einen gewissen General Haufhaupt genommen. Und der hatte allerhand ausgepackt. Und in Hamburg, da hatte der auch seine Leute sitzen. Natürlich lauter feine Pinkel. Ah, und wo steckten die? Tja, ohne Sie da wäre ich nie dahinter gekommen. Aber durch Sie, da wurde das mein ganz großer Abend, Doktor. Nur durch Sie, nur weil Sie mich auf die richtige Fährte gebracht haben. Parole Babylon. Das Ganze kam mir vor wie ein Stück Detektivroman. Ich musste lachen. Ja, jedenfalls kannte ich nun den Trick und wagte mich halt einfach hinein in diese fremde Welt, weil ich eben Sie da drin vermutete. Parole Babylon. Dort hinein, bitte. Und Ihre Garderobe können Sie da ablegen. Darf ich rauchen? Oh, selbstverständlich. Babylon. Es hatte geklappt. Und ich war im Haus. In einer sonderbaren Stimmung. Wie ein Junge, der Räuber und Gendarm spielt. Nun dachte ich natürlich, Sie wären bei den Leuten im Nebenzimmer, Hirsch. War ja nun ausgesprochen falscher Irrtum von Ihnen, Doktor. Und jetzt das Beste. Wissen Sie, wo wir uns diese Giftampullen besorgt haben? Von allerhöchster Stelle. So gut wie direkt. Es fiel nicht ein, weshalb die Partei bei uns ein Monopol haben soll. Auf den Heldentod im Etui. Ausgezeichnet. Heldentod im Etui. Lachen Sie nicht, meine Herren. Ich brauche wohl nach der Verhaftung hauptsächlich noch zu betonen, wie gefährdet wir alle sind. Hätte Haupt diese Ampulle bei seiner Verhaftung schon gehabt, wir wären jetzt nicht im Zweifel, ob unsere Namen bekannt sind. Ehrlich gesagt, wer von uns ist schon einem liebevoll ausgedehnten Verhör in der Prinz-Albrecht-Straße gewachsen? Oder etwa den Spezialmethoden meines fabelhaft tüchtigen Atlatus, dieses jungen Herrn Hirsch? Nee, danke. Nee, ehrlich gesagt, ich ziehe mein 08er im zivilen Selbstmord vor. Ich habe bis jetzt immer noch ganz zufriedenstellend gearbeitet. Sehr zufriedenstellend. Klar hatte ich mich geirrt. Aus den Männern da drin konnten Sie gar nicht gehören, Hirsch. Und schau, der Winkler, den hatte ich also ganz falsch eingeschätzt. War offenbar ein äußerst entschlossener Herr, wie ich nun merkte. Pardon, ich finde diese Panik doch etwas hysterisch. Empfindlichkeiten sind nicht mehr am Platze, mein Lieber. Meine Herren, in unserer Lage wirken überhaupt alle Privatangelegenheiten geradezu läppisch. Wir müssen auf der Stelle handeln. Wer weiß, wie viel Zeit uns überhaupt noch bleibt. Marquardt, Sie fahren noch heute Nacht als Kurier los. Danke, Herr Oberst. Meine Herren, der Maybach aus Bremen wartet ab 5 Uhr an der Seewartenbrücke. Was ist denn los? Warum geht denn niemand ans Telefon? Ja, hallo? Hirsch? Was denn los? Hat das nicht Zeit bis morgen? Menschenskind, Sie wissen doch, dass meine Frau schwer erkrankt ist. Was? Wer? Dr. Rothe? Nein, Dr. Rothe ist nicht hier. Doch, Herr Oberst, ich bin hier. Guten Abend. Guten Abend. Sind Sie wahnsinnig? Was auf der Welt sollte Dr. Rothe bei mir? Noch dazu mitten in der Nacht. Was auf der Welt waren Sie wirklich hier? Wieso sind Sie überhaupt reingekommen? Ganz einfach. Babylon. Was? Revolver hat er Ihnen gestohlen? Ist ja wohl wahnsinnig geworden. Nein, hier. Ja, ich höre. Sie geben Sie mir mal das Ding, sind mir viel zu nervös. Brauche ihn aber nachher noch. Ja, natürlich höre ich, natürlich. Was? Was ist los? 2 Beamte haben Sie mir geschickt. Was für Beamte? Das ist ja sehr nett, dass Sie um meine Sicherheit besorgt sind, aber was soll ich denn mit denen? Ja, gut. Wir sehen uns morgen im Amt. Ausgeredet der Hösch. Was habe ich Ihnen zu verdanken? Ja. Sagen Sie mal, weshalb sind Sie eigentlich hier? Und die Sache ist sehr einfach. Bin hergekommen, um den Hirsch zu erschießen. Und eigentlich Sie auch. Na und? Und jetzt habe ich es mir überlegt. Jetzt will ich Sie nicht mehr erschießen. Sehr freundlich von Ihnen. Baby, pass mal auf, das sind 2 Leute vom Dezernat, vom Hirsch geschickt. Lass hier rein.
Aber Vorsicht, ohne Parole, gehören nicht zu uns. Du verstehst schon. Na bitte, da sind Sie schon. Was Schönes haben Sie mir da eingebrockt. Kann ich ja jetzt nicht mehr ändern. Sie haben mir auch einmal was eingebrockt. Aber bitte, wenn es gegen Hösch geht, ich stehe gern zur Verfügung. Da sind wir, Herr Oberst. Guten Abend. Einen Augenblick, meine Herren. Ich habe unerwarteten Besuch, wie Sie sehen. Mein lieber Dr. Rothe, wenn ich bitten darf. Ja, danke schön. Hier nebenan. Machen Sie es doch bequem, meine Herren. Ihre Leute konnten zunächst nichts unternehmen. Im nächsten Augenblick gab es nämlich Alarm. Ach, das noch. Ja, die Lage war ja abenteuerlich. Hier ihre Spürhunde und drüben im Zimmer die Verschworenen. Aber in den Tagen gab es sogar noch viel tollere Dinge. Ein Staatsoberhaupt wurde vom Fallschirmjägern entführt. Ein Minister flüchtete mit seinem Flugzeug. Ich weiß nicht, was sonst noch alles. Dagegen war ja das, was ich in dieser Nacht noch erleben sollte, beinahe harmlos. Ja, der Winkler hatte einen Plan. Draußen stand er mit der Krankenwagen bereit, der seine Frau zur Klinik bringen sollte. Statt ihrer beschloss er nun, den Kurier wie einen Patienten herauszubringen, um die Beamten irre zu führen, auf alle Fälle. Ja, dachte er, aber meine Leute, die waren auf Draht. Besonders der Dürre Müller, wo der mal hinpackte, da wuchs kein Gras mehr. Die Chose wird immer ulkiger. Mhm, finde ich auch. Und dann sahen sie etwas. Nee, ich würde auf alle Fälle mal versuchen, Hösch zu erreichen. Davon ahnten Winkler und seine Freunde natürlich nichts. Und so vergingen die Stunden. Und dann war auch ich eingeschlafen. Es wurde langsam hell. Immer noch hoffte die Stadt vergeblich auf Entwarnung. Winkler wollte nun nicht länger warten. Seine Freunde verließen einzeln das Haus. Ja, aber meine Leute, die waren noch schneller. Als der Luftangriff zu Ende ging, da hatte ich schon meine Maßnahmen getroffen. Dr. Roth, es ist Zeit. Ich bin kein Todmacher. Verzeihung. Ich habe schon sehr lange nicht geschlafen. Scherben bringen Glück. Ja, ich bin bereit. Moment mal. Alles Gute, Marquardt, wird schon schief gehen. Hals- und Beinbruch. Ja, also Elisabeth, es wird schon werden. In 4 Wochen ist alles wieder in Ordnung. Doktor, wir können. Ja, so, Schwester, danke. Danke für alles. Natürlich war das Haus längst umstellt. Die anderen Brüder, die hatten wir einzeln abgefangen. Jetzt kam es nur darauf an, die Hauptbeteiligten zu kriegen. War ja gespannt, was der liebe Winkler mit dem Krankenwagen vorhatte. Deshalb ließ ich ihn mal ruhig erst abfahren. Hatte mir doch das ganze Theater angesehen. Von gegenüber, aus seinem Garten. Na, dann ging die Yacht los.
Muss doch was passiert sein. Wieso ist denn der Maybach noch da? Verfluchte Kiste. Die ganze Sache ist geplatzt. Halt, stehen bleiben. So sah das also aus, wenn erwachsene Indianer spielen. Aber als ich mich umdrehte, da war Oberst Winkler fort. Nur die Pistole lag noch da, die hatte er mir hinterlassen, ohne Abschied. Aber seine letzten Worte, die habe ich genau im Gedächtnis behalten. Er sagte, für Hösch. Nee, das fehlte noch, dass Sie den bei mir finden in meiner momentanen Situation. Nee. Aber dem Winkler, dem hätte das ja eine Kleinigkeit erspart. Für den Winkler? Oder er hätte doch glatt Schluss damit gemacht, ohne viel auszupacken. Und was glauben Sie, was der uns noch alles erzählen musste? Aber Sie haben mir doch gesagt, ich dachte, der hat sich... Das habe ich Ihnen auch bloß so gesagt. Der hat sich gar nicht. Den haben wir, als er in die Schweiz rüber wollte. Und dann haben wir ihn aufgehängt, Ihren Herrn Oberst Winkler. Am Halse aufgehängt. Nach Ihnen haben wir überhaupt nicht mehr gesucht. Sie waren für uns tot und begraben, verschütt gegangen. Und dabei, bitte, da stehen Sie da, fidel und munter. Quietschverliebt. Ich sag's ja, Sie haben immer Schwein, Dr. Genau. Geben Sie es doch endlich zu. Tja, unbegreiflich. Bombennacht war vorbei. Tausende waren tot. Tausende, die noch gern gelebt hätten. Nur ich. Ich war wieder am Leben. Unbegreiflich. Wieder hatte ich nur einen Wunsch. Nach Hause. Aber als ich ankam in der Magdalenenstraße, da gab es keine Magdalenenstraße mehr. Jemand da? Ach, sagen Sie, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie das da lesen? Selber kann nicht mehr lesen. Rauchvergiftung. Und da schreiben Sie bitte gleich dazu, bei Zillig. Zillig, ja? Zillig. Wir wohnen draußen in Heusdorf jetzt. Meine Frau und ich, auch alles verloren. Alles verloren. Sagen Sie, wissen Sie, wo die Frau Hermann geblieben ist? Hermann? Alle weg. Frau Hermann, Fräulein Weber, Dr. Roth, aber die sind selber schuld. Warum sind Sie nicht in den Keller gegangen? Ja, Sie sind schon selber schuld. Ich gebe Ihnen recht.
Naja, also so war Dr. Rothe tot, ohne gestorben zu sein. Damals war es ja noch ein Kinderspiel, Papiere zu bekommen. So wurde ich also Dr. Neumeister. Lagerarzt im Flüchtlingslager Elbe-Düvenstedt. Ja. Ich habe vielleicht auch geglaubt, dass alles Vergangene begraben sei in den Trümmern der Magdalenenstraße. Bis sie dann heute Nachmittag hier aufgetaucht sind. Beim Impfen. Da wusste ich, dass es kein Vergessen gibt. Gibt's ja nicht. Es geht einfach nicht. Mann, Rothe, wir haben ja gar keine Zeit, mich erschüttern zu lassen. Mensch, verstehen Sie nicht? Auf Draht muss man sein. Rechtzeitig zur Seite springen. Mir ist jedenfalls gelungen, wenigstens bisher, rechtzeitig zur Seite zu springen. Worüber soll ich mich denn aufregen? Über Winkler, über Sie, über die Inge Hermann, über mich? Das ist alles Quatsch. Das ist alles ganz großer Quatsch. Außerdem, Sie haben es ja gar nicht in sich. Sie Amateur. Sie können ja gar nicht schießen. Vielleicht kann ich's doch. Springen Sie jetzt zur Seite. Ihre.